Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was kommt auf dich zu? Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Was kommt und was wäre eventuell außer Acht zu lassen? Gehen wir in die Details. Der Wassermann im Juli, bitte. Englisch, englische Sprache, ausschlaggebend. Ein neuer Kurs wird begonnen. Vielleicht ist dieser in englischer Sprache oder hat mit Englisch gleich gar nichts zu tun. Du erkennst das Wunder Leben. Mit voller Kraft, mit Vollkaracho stürzt du dich in ein Thema. Es ist kein Thema, das dir üblich ist. Es ist etwas vollkommen Neues. Du zeigst dich mehr in der Öffentlichkeit. Du hast mehr Leichtigkeit, mehr Nonchalance, wie man so schön sagt. Du lebst. Du genießt den Tag. Eine unerklärliche und bisher ungekannte Leichtigkeit. Du lässt, wie gesagt, du zeigst dich, wie du bist. Du lässt die Schutzhülle fallen, die Masken fallen. Bist weniger kontrolliert. Liebe ausschlaggebend. Sehr viel Anziehungskraft. Attraktion. Liebesgeflüster. Du entdeckst Seiten an dir, die du bisher gar nicht wahrgenommen hast. Du beginnst eine ganz spezielle Seite in dir, an dir wahrzunehmen und beginnst diese auszuleben. Sie hat mit Artenvielfalt zu tun. Sie hat mit Farbe zu tun, mit bunt zu tun. Sie hat mit Vielfältigkeit zu tun. Du möchtest etwas erreichen. Doch das Universum hat einen kleinen Test für dich. Denn du wirst dies, was du dir so sehr wünschst, wonach du dich so sehr sehnst, erst erreichen, wenn du das Vorhergesagte, die Leichtigkeit, deine Vielfalt tatsächlich auslebst, indem du dich mit dieser neuen Attitude ausprobierst. Denn es hat damit zu tun, dass du Ja zu dir selbst sagst. Ungehindert dessen, was andere dazu sagen, davon halten. Bedeutet Authentizität.
Sofern du bereit bist, ein ganzes Stück authentischer zu werden, kommen keine Karten mehr, lieber Wassermann, wird das Universum dich segnen. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht. Unter welchem Stern steht dein Juli? Authentizität. Das Alte wird beendet und der Neuanfang mit Vollkaracho. Es wird so sein, dass du dir irgendwann bei irgendwas denkst, weißt du was? Egal, ich mach's einfach. Dort wollen wir hin, lieber Wassermann. Dort wollen wir hin. Zwei Welten treffen aufeinander. Dein Kontrollsystem und dein Freiheitsgefühl. Kann man Kontrolle und Freiheit verbinden? Ja, vielleicht indem du diszipliniert die Freiheit lebst. Jeden Tag ein Stück mehr. Ausschlaggebend für dich ist der 21. Juli. Gehen wir in die Details mit dem Tarot. Ich soll ein anderes Deck nehmen. Moment. Der Wassermann im Juli, bitte. Die Ferne ebenso ein großes Thema. Ein sich wiederholender Zyklus in deinem Leben. Darf erkannt werden und somit beendet werden. Du lässt etwas hinter dir. Was sie sagen, was deiner Vergangenheit angehört und wo du erkennst, dass du die Vergangenheit tagtäglich zu deiner Gegenwart gemacht hast. Die Abhängigkeit. Von was oder wem hast du dich abhängig gemacht oder dachtest abhängig zu sein oder dich unterwürfig abhängig gemacht? Dieses Thema darf verabschiedet werden. Es hängt so wahnsinnig viel damit zusammen, mehr als du denkst. Der ständige Stressfaktor, abhängig zu sein von diversen Menschen, Dingen, welches dich nie hat zur Ruhe kommen lassen, wo du doch so nach Ruhe strebst, lieber Wassermann. Du erkennst, dass es der Vortex des sich beweisen müssens war. Du möchtest zu einem Wasserzeichen, Fisch oder Krebs. Du möchtest reisen, verreisen, eine gemeinsame Reise tätigen, wie auch immer. Doch die Gedanken, die Sorgen wiegen schwer. Denn die Leichtigkeit
die dir vermittelt wird, auf der du schwingen darfst. Wenn man zusammen ist, wenn man zusammen ist, macht dir fast Angst. Du wirst durch deine Träume geführt. Achte auf deine Träume. Sie sagen, der zunehmende Mond wird Antwort bringen. Ich denke, du hast so einen Drang nach Veränderung, nach Leichtigkeit, dass dein Kontrollsystem dich ermahnen wird, diszipliniert beim Alten zu bleiben. Dies ist ein innerlicher Kampf. Wie gesagt, lieber Wassermann, es geht um Authentizität. Verpflichtung steht Vergnügen gegenüber. Die Verpflichtungen sind deine Verpflichtungen, die du dir auferlegt hast. So kannst du sie auch wieder ablegen. Es ist nie leicht, zu sich selbst zu stehen, nachdem man Erwartungen ständig erfüllt. Nicht nur die der anderen, auch die, die man sich selbst gegenüber hat. Dann wird man von Schuldgefühlen geplagt. Doch auch hier bist du im Konflikt und gut möglich mit einem Wasserzeichen, wie du hier erkennen kannst. Etwas in dir möchte endlich gesehen werden, möchte endlich ausgelebt werden. Doch du verschiebst es immer auf übermorgen. Denn vorher gibt es die Verpflichtungen. Die Verpflichtungen nehmen so viel Platz ein bei dir, dass du der Leichtigkeit nur hinterherjagst. Doch wie gesagt, im Juli, sie kommt. Doch der Prozess bis dorthin, den brauchst du. Es gibt einiges zu erkennen, würde das nicht erkannt werden. Tja. Die Liebenden und die zweite Stäbe. Die Entscheidung, die du triffst, dich, sie sagen, dich totzustellen.
Seid ihr bewusst? Welche Konsequenzen du damit tragen wirst, nämlich hinterher eigene Schuldgefühle, weil du Erwartungen hattest. Strategisch, praktisch, unklug. Ein Zwilling wird dich gut möglich zur Rechenschaft ziehen. Doch auch dort sei authentisch. Der Nebel wird sich lichten, lieber Wassermann. Umso mehr du die Privilegien deines Lebens erkennst, wie privilegiert du bist, die Antworten werden kommen. Eine Business-Idee solltest du alleine vorantreiben, entwickeln. Sicherlich, Hilfe im Außen kannst du dir immer holen, doch du solltest bei deinem Patent bleiben und dir keinen mit ins Boot holen. Dann ist da der Stier, der versucht, die schwimmenden Fälle, die davon schwimmenden Fälle zurückzuholen und im magischen Kessel irgendwelche Hokuspokus-Zaubersprüche ins Universum zu tragen. Doch was dieser nicht weiß, ist, dass der Mond abnehmend ist. So. Die Kraft schwindet. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.